Fährst durch die Schweiz und schaust gegen die Berge. Was fällt dir auf? Es hat viel Grünland, wo Höfe tut herbergen und Kühe, wo weidet drauf. Sie fressen Gras, weil ihnen das am besten passt. Es macht ihnen Spass, geniessen den Fraß. Das viele Grünland ist genau geschaffen für unsere Kühe. Jedes Gräsli tun zusammen raffen, es spart uns viel Mühe. Es ist ideal, auf jeden Fall, in Feld und Stall, auf Berg und Tal ist Gras für all. Wir sind da kein Bahnhof Bauern, die Kühe, die fressen Gras. Doch unsere Milch soll nicht versauern, drum weisst du was? Wir liegen drin und trinken sie, gesund sind dabei, ob gross und klein, wenn die Meister sind. Ja, viele spezielle Eigenheiten zeichnen unsere schöne Schweiz aus. Eine davon ist die, dass nur gerade etwa 40% der gesamten Landesfläche landwirtschaftlich genutzt werden. Der grösste Teil davon sind Alpweiden und Grünland. Da wachsen herrliche Gräser, Leguminosen und Kräuter drauf. Die passen unseren sympathischen Wiederkäuern wunderbar in ihr Ernährungs- und Leistungskonzept. Ergänzendes Rauch- und Kraftfutter wachsen nebst noch anderen Kulturen auf etwa nur einem Zwölftel von der gesamten Schweizer Fläche. Weil die Landfläche pro Arbeitskraft laufend hat grösser werden, ist man gezwungen worden, immer noch leistungsfähigere Maschinen einzusetzen. Es soll dadurch allen gut gehen. Denen, die das Futter produzieren, nämlich Bodenlebewesen und Pflanzen, ebenso den Bauern, die das Futter beschaffen und den Tieren gut schauen, dann natürlich auch denen mit und ohne Horn, die es optimal umwandeln in Fleisch und Milch, auch denen, die immer wieder für nötigen Nachwuchs sorgen und schlussendlich unserer Bevölkerung, die denen dürfen dankbar sein, die amigs früh am Morgen aus den Federn gumpen, so motiviert und tüchtig den tollen, weissen Saft zu herrlichen Gaumenfreuden zu verarbeiten. Wenn die Milch dann kommt in die Hütte, sich es erfreut. Als in die Waage ja nichts verschütten, nicht nur weil's einem reut. Das soll doch gehen, Produkt wie der, Käse, was du willst nehmen, auch die und der, wo schmeckt nach mehr. Das soll doch gehen, Produkt wie der, Käse, was du willst nehmen, auch die und der, wo schmeckt nach mehr.
Im nächsten Filmteil ist etwa mal die Rede von Loben. Loben ist wie ein Kosename für eine Kuh. In der Romandie ist der Begriff noch etwas gängiger als bei uns. Loben stammt aus dem Keltischen. Das ist die Kultur, die da lang vor den Römern schon existiert hat und weit über das Glattal raus. Also, dann wollen wir jetzt doch schauen, wie sich das verhält mit unseren Loben und mit der Milch, die sie für uns produzieren. Graziös und toll die Kuh frisst Gras, wenn gehagelt ist, wie ist die Lobe tüchtig. Find feine Kräutli, Kleegras auch voll Saft, doch sie wird zum Glück davon nicht süchtig. Kühe bleiben fit, sie laufen weit, bis ihr Pansenmagen ist recht voll. Und auch zwischen die mal in der Weide noch können so richtig lässig tolle. Robuste, gesunde, schöne Kühe sind unserer Schweiz ein gutes, sympathisches, kraftvolles und auch tolles Wahrzeichen. Zum gute Milchprodukt, die Power geben und starke Knochen, auch noch morgen zu erreichen. Darum tun wir es amigs heim, am Fliegen, Hitze und Bremen unsere lieben Loben klagen. Im kühlen Stall gibt es dann noch Kraft und noch bis genug Grünfutter und vom Heustock noch Zulagen. Stoffwechsel, Kunst aus Gras, gibt's Milch, nicht wie da so schnell in die Kanne, geht's bei uns nicht Loben. Drum hat der liebe Gott ihnen gegeben, Millionen Nährstoffe umwandelnde Mikroben. Und Appetit nach gutem Gras, frisch saures auch Sonnenterz, wo noch belüftet wurde. Belohnen tun's uns all dadurch mit hohen Fett- und Eiweißgehalte Milchrekorden. Drum muss, ist klar, die Maschine früh im Jahr für den schon fit und startklar machen. Dass nicht im Sommer Traktor und Heumaschinenleistung plötzlich dir will's fest abflachen. Dass nicht der Zeitpunkt du verpassen musst, für die Kühe das gute Heugras mähen. Und es dir ganz sicher von der Antriebswelle nicht das Kreuzgelenk sprengt oder sogar abdrehen könnte. Mais ist wie eine Batterie voll Sonnenkraft, wo sich Korn und Stängel reinpumpen. Power zu fressen nebst dem guten Gras, der Kuhspeißzettel lässt sich so sicher nicht lumpen.
Für die Wunderpflanze Saat und Ernte ist schon jahrzehntelang an Maschinen getüftelt worden. Weil wenn ein Sturm hat früher tobt, hat's einem sein Reihhäcksle dann halt grob verdorben. Von Hand, so hat man dann nur die Kölbe genommen und es vor dem Trocknen mit dem Häcksler geschnetzelt. Doch später, dank dem Silaturm, hat die anaerobe Milchsäuregärung das Warmlufttrocknen ganz ausgewechselt. 8-reihig rauscht es durch den Platz. Es macht Stängelschnetz und jedes Korn wird mehrmals gespalten. Es freut Kälber, Rinder, Kühe, ganz speziell die es eben mit den Altersfalten. Breitfreundlich liegt's vor dir, das Glatttal, wo die Keltenschlau zur Urzeit haben besiedelt. Weiss nur, dass Milchvieh haben auch gehabt, vielleicht verkäset die Milch samt recht viel süßer Niedeln. Fallfell, wo raus sprudelt, zu glatt gibt's feinen Käse, wo jeden Gaumen kann verführen. Und die Bauern geben dort all volles Best, um die Rohstoffqualität auch immer zu garantieren. Das Prinzip der Kühe, der tolle, gesunde, gute Saft, gefühlvoll und für sie angenehm auch zu entlocken. Bedingt die richtige Technik, der gute Umgang mit und der Komfort fürs Tier, um sicher nichts zu verbocken. Mal von Hand in den Kessel, dann Standeimer, Ringer geht's noch mit der Pipeline. 4 Typen Melkstände, bis Roboter digital, Melkprüferstand in einem. Am Morgen früh wird von aufgestellten Bauern frische Milch in Dörfli Käse gefahren. Ein neues Produkt gibt's jetzt noch draus, wo liebt heisst mir als Amt allen Kosovaren. Die rechten Leute am rechten Ort, wo motiviert Käse im Käse produzieren. Und mit Produkt kreieren ihres Wissen laufen, tun am Mix noch aufaddieren. Und Milch von der Trixie, Amazone, Lady, Fiona, Darling und der schöne Cindy. Zum Salzlackenkäse gut gerinnt, so dass alle laut grölen nach dem feinen Oberländer Lindi. So wie gesundes Glattalwasser. Unsere Kühe so liebend in grosser Menge saufen. Uns all belebt und lustig macht, ja verbindet Kulturen und die Leute bringt auf schnelle und starke Kufen. Und die Milch von der Laura, California, Krusli, Evi, Luisa und der schönen Cindy. Zum Salzlackenkäse gut gerinnt, so dass alle laut grölen nach dem feinen Oberländer Lindi. So wie gesundes Glattalwasser unsere Kühe so lieben, in grosser Menge saufen. Uns all belebt und lustig macht, ja verbindet Kulturen und die Leute bringt auf schnelle und starke Kurven.
siehst sogar noch die vom Greifensee. Wälder, Dörfer, Hügel, Gletscher sehen schön aus, drum singen es mir im Panorama-Blues. Den ersten Rundblick fangst du im Norden an. Siehst du den Bernet mit dem Wald oben dran. Mehr westlich dann Vogelsang, wo ganz nah. Vorne dran die Hütte, was machen die feinen Käse.